Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sports. Heute wieder Technik, die SWT 100. Wir bewegen uns ja immer noch rund um die Dakar-Tour. Das ist ein Jörg, seine Maschine. Unterscheidet sich durch den dunkelblauen Rahmen. Dunkelblau ist der nicht, aber meiner ist viel heller. Die schwarzen Felgen, die schwarze Bremspumpe und die anderen Spiegel. Viel mehr dürfte es nicht sein. Wir gucken jetzt mal schnell, was der Jörg alles dabei gehabt hat. Der hat es mir in den Taschen gelassen. Das Motorrad habe ich auch gestern erst gekriegt. Der Jörg, der ist nur bis zu seiner Heimat gefahren und hat das Motorrad gestern mit dem Hänger hergebracht. Deswegen unterscheiden sich auch die Kilometer ein bisschen. Also let's go. Machen wir die erste Tasche mal auf und gucken mal da rein. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kabelbinder. Also die Tasche war wohl mit seinen Klamotten voll. So, dann gucken wir mal in die zweite Tasche. So, einmal die Brille, die der Jörg zerstört hat. Dann einen chinesischen Dichtsatz, den haben wir uns mal hinterher schicken lassen. Also nach Spanien. Das heißt Sommerhandschuhe, die haben wir irgendwie nicht gebraucht. Lintons Organizer, die wollten wir uns unterschreiben lassen vom Linton Bosket. Wir waren bloß zu spät dran. Das hier, das ist dem Vincent Hallgeber, den habe ich mir geliehen, aber der ist nicht auf Doppelzündung umgebaut, aber im Notfall wäre er gegangen. Also Vincent, jetzt weißt du, jetzt kann ich nicht zurückschicken. Einmal Schlauch, das ist bestimmt 19 Zoll. Der passt vorne wie hinten nicht, deswegen bauen wir da rein. Einmal Schlauch, nochmal 19. Und einmal Schlauch, 18 Zoll. So, dann war Zündzeitschaltgeräte als Ersatz. Die habe ich vom Hallgeber-Service Achim Gebhardt zugeschickt gekriegt, falls es doch nicht der Hallgeber gewesen wäre. Und last but not least, 2 neue Coils. So, und dann haben wir hier noch Zündkerzen. Das ist immer gut, wenn man die gut verpackt haben. Auch so Plastikhülsen hätten wir auch nehmen können. Ne? Und hier waren Silikon Schwimmerkammerdichtungen drin. So, das war's, was der Jörg noch an Werkzeug spazieren gefahren hat. Der Jörg, der hat ein bisschen weniger Kilometer, weil dem fehlt der Blanche Blanc und die Heimfahrt. Sonst ist es aber ganz identisch. Gehen wir mal das Motorrad noch mal schnell durch. Machen wir das wie bei mir und schauen, dass wir das schnell durchballern. Die LED-Rücklichter, das sieht man echt gigantisch. Ne? Das ist total geil, was für Licht die machen. Hier haben wir die Double Dake Mirror Spiegel. Die sind echt gut mit der Einstellung, klar, auch die verschleißen. Dann haben wir hier den Halter für den Carbe Ida Meyer Plastik. Das hat schon ein paar Gebrauchsspuren. Ne? Habe ich hingeschmissen, das Motorrad. Mit den Platten. Komplett über die Straße. In Verbindung mit Barkbuster Handschalen. Das sind unsere 21 Watt Blinker. Ich finde, die sind nicht zu klein und nicht zu groß. Und das ist die stark modifizierte Lichtmaske. Also ihr müsst einfach mal sehen, das haben die wirklich bis da hoch aus einem Stück geklopft. Ne? Aus einem Stück. Also das ist schon gigantisch, was da drüben alles gebastelt werden kann. Schön ist es nicht, muss ich zugeben, aber es hat funktioniert. Der Kotflügel, selbst der hat Bodenkontakt gehabt. Der Jörg hat es ja mal bei der Autobahn einmal runtergeschmissen. So, dann eigentlich simultan das richtige Wort. So wie bei mir. Hier der Ölkühler. Das Vorderrad. Wenn wir da die Mefo-Aufkleber entfernen, befindet sich eine Excel-Felge darunter. Und jetzt nach der Tour geht die Felge noch, aber im Laufe der Zeit geht einfach die Farbe weg. Deswegen finde ich Silber da schöner, wobei halt schwarz schon ein bisschen Porno aussieht. Vorne auch die Braking Bremsscheibe, die wir dann später
durch Motomaster ersetzen. Wir haben halt noch einen Haufen Restbestände. Brembo Bremszange und die Closed Cartridge Gabel, die wunderbar wirkt. Beim Jörg sieht man ganz deutlich, dass er das Motorrad nicht gleich gewaschen hat. Da haben wir schon ein bisschen so Salzpatina dran. Auch hier oben am Tower, da muss ich jetzt ein bisschen dagegen ankämpfen. Also morgen so richtig mit Seife, aber richtig wegriechen durch diese Blüten nichts mehr. Ne? Das ist gelaufen. Dann unser Ventildeckel. Der sieht man. Hier sieht man, wie der gearbeitet hat. Also einmal über die Straße geschmissen. Und da wäre ein normaler Ventildeckel auf jeden Fall kaputt gegangen. Motormäßig, habe ich ja gesagt, mache ich ein eigenes Video. Das mit dem Getriebe, der Ölaustritt und die Sauerei, die haben wir beide, weil wir die Motorräder auch mehrfach mal auf den Kopf gelegt haben. Passiert einfach im Gelände. Dann, die Batterie bei ihm hat noch überlebt, meine ist ja gestorben. Die SR Racing Sportanlage drauf. Auf der Seite sehe ich keine Dalle, auf der anderen Seite hat er sich unten was eingeschossen gehabt. Wir haben hinten die schwarze Äxelfelge mit unserer Radnabe. Wir haben hinten auch schon die Motomaster Bremsscheibe. Wo wir sehr zufrieden waren und es auch ein bisschen rausheben müssen, ist der Tractive Stoßdämpfer. Da wollen wir einfach noch viel mehr mit ins Programm nehmen. Gepäckträgerlösung, Heck, Basic, das ist ja alles Eigenbau bei uns. Wir wollen ja nicht alles doppelt machen. Also ich habe da jetzt irgendwie keine Lust, euch da 5-mal das Gleiche zu erzählen. Deshalb ist es dann auch schon angebracht, dass ihr da die beiden Videos einfach zusammen anschaut, die 100 und die 219. Mir ist es wichtig, es geht aufs Jahresende zu. Es ist bald 2025. Wir haben unsere 20 Jahre SWT. Euch möchte ich nochmal dafür danken, dass ihr mich dabei unterstützt habt. Als Kunden, als Freunde, als Unterstützer, als Lieferanten. Ich wünsche euch da draußen eine gesegnete Weihnacht oder Winterfest, wenn ihr sowas feiert. Ja. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie heißt es dann? Kommt gut ins nächste. Bleibt uns treu. Macht ein bisschen Werbung für unseren Kanal. Unterstützt uns, indem ihr bei uns einkauft. Ihr könnt natürlich auch gern Feedback geben. Was können wir ins Programm aufnehmen, was euch hilft? Macht die Glocke an. Schaut mal bei den Social Media vorbei. Beteiligt euch gern mit einem Kommentar. Das bringt mir unheimlich was. Schreibt, was ihr sehen wollt. Was haben wir vergessen? Das ist gar nicht so leicht für mich immer, weil ich war ja auf der Tour dabei. Liked uns Instagram, TikTok, Facebook und wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald. Euer Manuel Schad von SOD Sports. Ciao. Ja, und Kaffee trinken. So, jetzt haben wir einmal das ganze Dorf aufgescheucht. Live dabei, mittendrin. Texel, sag ich nur, ne? Texel. Tschüss an die Welt da draußen. Viel Spaß bei unserem Gucken, bei den Filmen und bei unseren Berichten.